Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Gitarrenstunde. Ich freue mich sehr, dass wir heute uns dem Thema Blues Solos widmen. Und zwar lernen wir heute ein komplettes Solo über einen hochwertigen Akkordwechsel. Wir schauen uns auch die ganzen Griffe an und lernen über diese Griffe zu improvisieren. Ja? Ein Gitarrensolo, das auch wenn du noch relativ am Anfang bist oder fortgeschritten, dir neue Ideen geben soll und dich inspirieren soll, sodass du dann deine eigene Version daraus entwickelst. Darum geht es heute. Ich freue mich sehr. Jetzt gucken wir erstmal, wer alles hier live dabei ist heute. Gucken kurz in den Chat rein. Hallo, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt eure Gitarren am Start. Seid gut drauf und habt euch schon mal warm gespielt. Ja? Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Stunde und wir werden uns im Detail angucken. Ich habe bewusst keine allzu schweren Techniken verwendet. Ein bisschen Bending und Slide ist dabei an Technik und ein bisschen Vibrato. Ansonsten befinden wir uns in der klassischen Pentatonik, in der Mollpentatonik, und zwar diesmal in D-Moll. Ja? Wir beginnen nicht in der ersten Position, sondern in der vierten. Hier werden die Melodie starten. Wir werden dann navigieren durch diese Positionen 4, ein bisschen 5 und ein bisschen 3, auch ein bisschen neu für euch. Und dann schauen wir an, wie man so ein Solo entwickeln kann. Ich hoffe, dass das heute gut funktioniert hier. Wenn nicht, müssen wir nochmal neu starten. Ne? Der Stream-Zustand hoffe ich, dass es gut ist. Bild und Ton ist versetzt. Ja, ich denke mal, dass es funktionieren sollte. Ihr müsst auch eins wissen, die Live-Übertragungen sind jetzt ein bisschen schwierig, weil viele Sachen nun übers Netz passieren. Also ich habe aber immer eine Datensicherung im Hintergrund laufen, sodass ich das Video später für den Fall, dass es notwendig ist, ich werde hier mal kurz noch mal reinschauen, ob das alles okay ist soweit. Und ja, ich denke mal, es sieht gut aus. Es dauert halt ein bisschen, wenn man online geht. Und ansonsten, ja, denke mal, es wird heute ganz gut funktionieren. Ich habe hier einen guten Upload. Also, without further ado, jetzt sind schon 3 Minuten ins Video rein. Ich danke dir trotzdem für deine Geduld. Das ist halt live und deswegen, ja, immer wieder wie eine Live-Stunde für dich. Okay. Wir gehen jetzt gleich mal rein. Ich spiele jetzt einmal das Solo für euch durch. Ich blende euch hier die Tabulatur gleich ein. Und wie gesagt, im Detail werden wir auch die Akkorde und all das angucken, was hier passiert. Ihr habt schon mal hier einen schönen Überblick. Und zwar seht ihr, wir haben hier einige sehr schöne, hochwertige Akkorde. Insgesamt haben wir 9 Stück am Start und die gucken wir uns auch dann an. Aber bevor wir jetzt das hier spielen, gehen wir auf diese Spur hier. Hier ist das Gitarrensolo in Guitar Pro 7. Das ist auch die Software, die ich dir dringend empfehle, um das dann auch alles üben zu können. Wir sind auf Tempo 88, also nicht allzu schnell, aber auch nicht allzu langsam. Und jetzt spiele ich euch das mit dem Guitar Profile mal vor und dann gehen wir in die Stunde rein.
So, das war das, was wir heute lernen werden. Schöner, entspannter, gechillter Blues in D-Moll mit einem spielbaren Gitarrensolo, das den Akkorden auch folgt. Und das lernen wir jetzt. Also wir beginnen hier in der Position Nummer 4 der D-Moll-Pentatonik und die sieht so aus. Danach gehen wir kurz rüber hier in Position 3 und in Position 5. In dieser Gegend hier werden wir während des Solos navigieren und haben das Höchste, was wir haben, sind Ganzton-Bendings. Also wir beginnen im 7. Bund auf der G-Seite und achtet auf die Fingersätze. Das ist jetzt, was die Spieltechnik angeht, sodass es dir dann leichter fällt. Sehr, sehr wichtig. Ne? Und ich beginne hier mit dem Mittelfinger. 7, 6 und dann zweimal die 8. Schön halten und dann gleich nochmal zweimal benden. Aber beim zweiten Mal hier haben wir einen Bend and Release. Also hören wir uns die ersten 4 Töne hier an. Dann hier diesen Teil. Man hört's. Sorry. Also hoch. Hoch, Full, also Ganzton. Hoch, runter und dann auf der 7 landen. So bis hierhin. Und dann haben wir hier einen Abgang. Hier spielst du wieder mit dem Mittelfinger die 6 auf der H-Seite und dann mit dem Ringfinger die 7, 7 und dann 5, 7, 5, 8, 5. Dann kommt etwas Typisches im Blues, ein Slide von 3 auf die 5. So, hier sind wir dann in Position 3 der D-Moll-Pentatonik und wir haben hier die 3 kleinen Schritte. Hier oben die 3 kleinen hier. Das ist so ein klassischer Blueslick, den man immer wiederholen kann. Ja, dann hören wir uns jetzt den an hier. Und hier ist immer ganz, ganz wichtig, dass ihr auf die Fingersätze achtet. Ne? Das ist. Also, wenn du jetzt zum Beispiel in so einem Solo bist und dann mal den ganzen Ablauf kennst, dann kannst du zum Beispiel an dieser Stelle, ich bin auf dem Front-Pickup hier, kannst du dann zum Beispiel hier hinten ein bisschen picken. Dann klingt das, wenn du vorne pickst, klingt das sehr voll und rund. Und hier hinten wird es dann ein bisschen heller und ein bisschen drahtiger. Das wirst du öfters sehen und hören bei den Top-Leuten, dass die nicht nur immer in einer Position hier picken, sondern
Dadurch ein bisschen Charakter erzeugen im Spielen. Und dann haben wir immer wieder, das ist ein typischer Faktor des Blues hier, diese Töne, die in die nächste 7 hier einleiten. Also das sind so Vorzieher. Das ist etwas ganz Typisches im Blues. In die 7 reinsliden oder ein Hammer-On spielen, das ist egal. Ich slide rein von 5 auf 7, spiele dann die 5 im Zeigefinger, die 6 im Mittelfinger, wechsle dann die Lage, gehe mit dem Ringfinger auf die 8, ziehe hoch und spiele dann einmal die 8 gebändet und einmal normal. Hören wir uns das an. Jetzt kommt auch ein wichtiges stilistisches Merkmal, nämlich nach diesen, das sind immer Einzelphrasen. Das sind Einzelphrasen oder Lines, ne? Wie man das nennt. Ne? Und jede Phrase hat so einen Statement-Charakter. Ich habe sie bewusst einfach hier in dem Beispiel und deswegen sind die Pausen so wichtig. Im nächsten Beispiel hast du hier diese fette Pause, und die ist ganz wie ich spiele es mal von hier bis hier und Achtung. Ja, also dieses Stoppen und nicht klingen lassen und diese Pause, die beendet die Phrase und kann dem Ohr die Gelegenheit geben, sich auf die neue Phrase einzustellen. Und dann kommen wieder 2 Phrasen, die leicht verändert sind, aber immer wieder im Lied vorkommen. Ist auch typisch, dass man die erste Note zum Beispiel doppelt spielt. Und dann Abgang und dann hier runter auf das D. Ja, das wirst du genau hören, dann wenn die Akkorde im Hintergrund laufen, wie schön das klingt. Ja, ich muss natürlich unten das D hier, die 7, auf der G-Seite mitnehmen, sodass du das genau hören kannst. Und nochmal. Genau, wie schön das auflöst. Und dann sofort die nächste Phrase. Slide wieder von 5 auf 7. Und diese Phrase geht bis hierhin. Und auch hier ist die Pause für die Klangfarbe sehr entscheidend. Warum? Weil die Phrase, wenn du genau hier hinguckst, wiederholt sich jetzt eine Oktave höher. Von 8,10 auf 18,8. Und das ist für das Ohr, ich spiele jetzt beide Phrasen hintereinander. Für das Ohr ist das etwas ganz, ganz Besonderes. Hör mal genau hin. Pause. Und. Also wir
wir wiederholen eine Phrase hier zweimal, absolut identisch, und beim zweiten Mal oktavieren wir das dann. Ja? Nochmal hier, Slide auf die 7, Stopp. Das erzeugt so einen Charakter, als ob man ja, eine Geschichte nochmal wiederholt, aber ihr mehr Tiefe verleiht durch diese Wiederholung. Und jetzt kommt eine lange Phrase hier. Ah, sorry. Man muss da voll konzentriert sein. Ich sehe nämlich gerade, dass das hochspringt. Deswegen lasse ich das mal jetzt nicht laufen und spiele es einfach. Hoch. Und dann die Auflösung wieder runter aufs D. Also 10, Bend, Ganzton. 10, 18. Dann chromatisch. Und wenn du jetzt guckst, ich spiele jetzt 10, 9, 8 und wechsle jetzt die Lage, sodass ich auf der 8 mit dem Ringfinger dann bin. Da. Nochmal, ich mache jetzt einen Vorzähler rein, damit ich reinkomme. Wo ist der allein? Okay, ich habe natürlich einen Loop drin, um die Phrasen dann immer wiederholen zu können. Also wenn du das dann lernst, dann ist es ganz entscheidend, dass du das Tempo runterfährst. Ich bin jetzt hier auf Tempo 86 und wenn du beginnst, diese einzelnen Takte zu lernen, diese einzelnen Phrasen und Motive, dann geh runter auf Tempo 40 oder 30 und ganz, ganz langsam und oft wiederholen. Der Schlüssel ist die Wiederholungsrate. Ja, je öfter du es wiederholst, Einzelblöcke und dann Segmente mal 2, 3 Takte zusammenfügen und die dann loopen, endlos loopen und wiederholen. So, nur so lernt man das. Nur so hat man die Chance, sich das dann auch einzuprägen. Okay, jetzt kommen wir zu Takt 12 und Takt 13 ist eine Art Turnaround, weil dann beginnt es wieder von vorne und wiederholt sich komplett nochmal mit einem anderen Ending. So, und jetzt haben wir hier diese beiden Takte, 12 und 13. Ja, ich beginne jetzt nicht hier auf der 5, weil die ist noch, ändert die geht noch vom vorhergehenden Takt, sondern wir beginnen hier auf der 7. 7, 6, dann die 8 Ganzton, hoch, stoppen, wenn du oben bist, wenn du so etwas siehst, Ganzton hoch. Wenn du oben bist, musst du stoppen. Ja? Mit der rechten Hand. Und dann die Abgangsphrase ist dann hier, die hier. Bis hierhin natürlich, ne? Bis hierhin. Nochmal. Ein bisschen hochscrollen hier in der Regie. Acht, 8. Und dann die 7, 6, die jetzt folgt hier. Hier hast du das Wiederholungszeichen, bringt dich wieder an die Anfangsmelodie 7, 6, die du hier sehen kannst. Ne? Und also wir haben Tempo 88 und wenn du das übst, ich reduziere jetzt mal das Tempo auf 60 und dann spiele ich einmal einen Durchgang, sodass du das hörst auf Tempo 60, wie man das üben kann.
und dann wiederholt sich das Ganze. So, das ist das Solo, das wir lernen und trainieren werden. Und jetzt, bevor wir dann noch uns ein paar Tipps angucken und am Ende dann improvisieren werden, schauen wir uns mal die Akkorde an. Und die sind nämlich sehr interessant. Da ist noch einiges an Wissen und Können verborgen. Ich blende ja jetzt die ganzen Akkorde hier ein. Also wir sind in D-Moll, es ist ein D-Moll 7. Wir schauen uns jetzt die Akkorde im Detail an. Hierzu werde ich jetzt den Sound ein bisschen cleaner machen. So. Und vielleicht auch noch ein Tick lauter, dass man das gut hören kann. So, ihr Lieben. Jetzt gucken wir uns mal die Griffe an. Also keine Sorge, dass das Ganze jetzt irgendwie zu schwer wird oder irgendwas in der Art. Ich packe noch einen Chorus drauf, dass das Ganze schön klingt. Und also wir haben hier zwar Barré-Akkorde, aber ich habe ja vor Monaten ein Video produziert, in dem ich dir gezeigt habe, dass du keine Sorge oder Angst haben solltest vor den Barré-Akkorden. Ne? Mit dem Video, wenn du das in die Suche des Kanals eingibst, Barré, Akkorde lernen, wenn du dieses Video ein paar Tage trainierst, dann sind Barré-Akkorde für dich keine Schwierigkeit mehr. Da wird immer so ein ganz großes Fass aufgemacht, wenn es um Barré-Akkorde geht, speziell um den F-Akkord und so weiter. Das Geheimnis ist wirklich nicht mit Kraft das Ganze auszuüben. Ja? Eine gute Saitenlage auf der Gitarre zu haben, eine Gitarre, die sich gut bespielen lässt, vielleicht auch mit ein bisschen dünneren Saiten, und dann ist das Ganze relativ einfach. Immer wenn du etwas übst, Akkorde, Solos, Patterns, Tonleiten, völlig egal was, alles, wo ein bisschen Technik im Spiel ist, wenn du das magst, achte bitte darauf, dass du es nie mit Kraft trainierst. Die Besten der Besten da draußen, die spielen so locker und die haben das lange erkannt, dass in der Lockerheit das Geheimnis des Erfolgs liegt. Okay? Nicht mit Kraft, weil das verursacht nur Probleme auf Dauer, überall in den Händen, in den Gelenken, in der Schulter, also ohne Kraft. Okay? Jetzt gucken wir uns die Akkorde an. D-Moll 7. Also wir sind hier, natürlich, dieser Akkord ist ein verschobenes A-Moll 7 von hier unten. Und jetzt gehen wir hier auf das D im 5. Bund auf der A-Seite und greifen hier ein D-Moll 7. Wunderschöner Akkord. Dasselbe Prinzip haben wir dann bei G. Hier G-Moll. Jetzt verschieben wir im Grunde genommen, das ist der einfachste Akkord auf der Gitarre. Ein Finger im 2. Bund. Das ist ein E-Moll 7 und dasselbe machen wir jetzt hier. Wir machen ein Barré im 3. Bund und greifen einen G-Moll 7. Das ist wie wenn du einen Power-Chord jetzt. Stell dir einfach vor, du greifst hier oben einen Power-Chord, Grundton, Quinte und mit dem Zeigefinger auch die anderen Seiten sanft runterdrücken. Das ist ein G-Moll 7. Jetzt kommt ein wunderschöner Akkord basierend auf dem D-Moll von vorhin, aber wir wollen hier das C im Bass. Also was machen wir, um diesen D-Moll 7, hier ist er, mit einem C im Bass hier zu spielen? Der klingt fantastisch. Wir machen hier ein A-Moll, also hier unseren A-Moll, den wir verwenden für den Akkord, schieben ihn hier hoch Du siehst ja hier in der Barré-Form des D-Moll-Akkordes, die A-Moll-Form. Ne? A-Moll. So. Was wir jetzt wollen, ist, wir wollen die A-Moll-Form und ein C im Bass. Und ich wünsche dir natürlich viel, viel Freude, auch einfach, wenn dir diese Akkorde nicht leicht fallen, dann ist das gut. Ja, weil alle wollen etwas lernen, ohne sich anzustrengen. Und das ist die größte Lüge, die da draußen verbreitet wird, um
um die Menschen zu ködern, wenn es darum geht, Gitarre zu lernen oder Instrumente zu lernen. Es wird immer behauptet, lerne 1000 Lieder in 3 Minuten und das ist alles leicht und es erfordert keine Mühe. Das ist natürlich der größte Humbug, den man jemand verzapfen kann, und die Enttäuschung ist brachial bei den meisten, die das Instrument lernen, wenn sie dann feststellen, das ist überhaupt nicht wahr. Es ist nicht einfach. Was jedoch es dir einfach macht, ist einfach nur das Wiederholen. Das ist der Schlüssel. Je geduldiger du bist, je entspannter du, ohne dich jemals unter Druck zu setzen, ja, je entspannter du rangehst und einfach nur, zum Beispiel, wenn du so etwas schaffst und auch wirklich stolz bist, dass du das geschafft hast und den Klang eines solchen sensationellen Akkordes einfach genießt. Gucken wir uns hier an, wie der aussieht. Ja, hier hast du dein A-Moll und du machst hier das C oben drauf. Ne? Und wenn dir das gelingt, dann bist du mal richtig happy, ein absolutes Highlight, einen Akkord gegriffen zu haben. Dasselbe ist unser nächster Akkord. Es ist wieder unser G-Moll 7, aber diesmal mit einem B im Bass. Und hört ihr das mal an, wir sind immer noch im 5. Bund, greifen jetzt so den Akkord, aber wir brauchen hier diese Variante und es sieht so aus, achte drauf, also diese 2 Finger, der geht so ein bisschen von unserem G-Dur aus. Das Einzige, was passiert, ist, dass der Zeigefinger eine Seite tiefer geht und der eine Seite hier 2 Seiten hoch geht. Aber wenn du jetzt den hörst, dann lohnt sich der Aufwand, mal so etwas einfach mal zu spielen. So, hier müssen wir hin, ne? Ich finde den genial. Dann ein D-Moll 6. Super schöner Akkord, ähnelt dem Jimi Hendrix Akkord. Nur, dass der Finger von hier, ne, der Mittelfinger von hier hochgeht. Dann kann man auch so greifen. Achte auf die ausgeixten Saiten, die werden nicht gespielt. Oder man kann ihn auch so greifen. Also unser Jimi Hendrix Akkord ist so und der hier ist so. D-Moll 6, eine kleine Terz, geschichtet mit einer großen, sensationeller Akkord. Und dann wieder unser A-Moll 7, das ist die gleiche Form wie G-Moll 7, hier 2 Finger nur. Und dann ein A7 mit einer Flat Third. Achte mal drauf, wie der klingt. Wow, ne? Und dann noch ein A7 zum Schluss. So, das ist unsere Begleitung. So, wenn du mal hier unten die anguckst, ja. D-Moll 7. Ich liebe diesen Akkord, habe ich es euch schon gesagt. D-Moll 6 und A-Moll 7. Diese Akkorde sind so schön, ja, und die Begleitung darauf, da kannst du echt zaubern. Ja? Also das war die
Begleitgitarre. Wunderschöne Akkorde. Ich hoffe, ihr müsst es natürlich nicht probieren, aber ich hoffe, ihr bekommt Bock drauf, mal diese Akkorde auszuprobieren. Ne? Ansonsten einfach das Solo lernen. Das ist nicht so schwer. Das funktioniert. Und jetzt gucken wir mal in den Chat rein, ob ihr da die eine oder andere Frage habt. Lass mich mal gucken. Ja, super. Saludos. Super. Bild und Ton. Danke, danke, danke. Super. So. Also, der neue ist ja nicht ganz. So. Gut, 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 gut. Ja, gell, Dietmar, ne? Super Akkorde, richtig schöne Fingerkracher. Die sind nicht so schwer, wie sie aussehen. Friederike, kannst du noch erklären, wie du nun den Akkord in der, das braucht man nicht erklären, wenn man das Gitarre-Profil hat, dann siehst du ganz genau, da kannst du vergleichen, wie die Töne dann, im Grunde genommen, ich habe es ja leicht gehalten. Das Einzige, was ich mache, ich gehe immer auf den Grundton, beim A aufs A, beim D aufs D, also nichts Kompliziertes, okay? Also wirklich nichts Kompliziertes. Das Schöne ist, die Akkorde sind super sensationell, das Solo ist einfach und deswegen klingt es so toll. Oder andersrum kann man es auch machen. Man kann ganz leichte Akkorde spielen, 3, 4 Akkorde und dann ein High-End-Solo drüberlegen, okay? Okay. Danke dir. Ja. Jetzt gehen wir noch rein. Und was ich jetzt mache, ihr Lieben, ist, dass ich möchte euch jetzt was zeigen. Also ich werde jetzt improvisieren, okay? Und darum geht es. Ich werde auf einem Backing-Track, den ich auf YouTube gefunden habe, in D-Moll, der ist langsamer, nur 50 BPM, ganz gemütlich, werde ich jetzt improvisieren, werde alle Töne, hier, das sind einfachere Akkorde übrigens im Backing-Track, Standard-Blues-Ablauf, genau wie das hier, nur ein bisschen nur D-Moll, G-Moll, gar keine Septimakkorde. Und ich werde auf dem anderen Beispiel jetzt die Töne dieses Gitarrensolos drauflegen. Ich halte mich so relativ ganz, sagen wir zu 90% an das, was hier in dem Solo passiert. Einfach um euch zu zeigen, wie man das dann anwenden kann. Und danach werde ich noch 1, 2, 3 Runden drehen und improvisieren. Okay? Also, ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich gehe in diese Aufnahme, dass ihr genau sehen könnt, was hier passiert. Ich schnappe mir jetzt das Gitarre-Profile hier, mache mir die Tabs hier vor Augen, sodass ich kann dann so ein bisschen drauf gucken, ja, um zu sehen, was ich hier spiele. Ja. Ich halte mich also dran und verwende aber jetzt einen ganz anderen Backing-Track. Einfach den einen, den ich auf YouTube gefunden habe. Den stelle ich euch zur Verfügung unterhalb des Videos. Schauen wir doch mal, wie das jetzt klingt. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich schalte jetzt noch einen Tube Screamer hinzu und ein kleines Delay, so für den Sound, dass es schön sahnig klingt. Und los geht es. Let's do it. Standard Blues.
Zweiter Durchgang. Mit leichten Varianten. Natürlich könnte man jetzt endlos weitermachen. Ne? Dieser Backing-Track geht übrigens 13 Minuten. Da kannst du deine Finger richtig schön wund spielen mit dem Backing-Track. Das macht tierisch Spaß. Man kann hier auch ganz hoch gehen. Nur mal just for fun in der D-Moll-Pentatonik.
Ende habe ich jetzt wieder das Solo, was wir gerade gelernt haben, aufgenommen und der Rest war Spaß, war improvisiert. Ich habe endlos Spaß kann das Ganze machen. Ja? Also dieses Solo dient dir, dieses Konzept dient dir als Grundlage für den Einstieg in diese Art der Improvisation. Also was ist technisch wichtig? Technisch ist wichtig, dass du die Bendings sauber spielen kannst. Das ist ja, also Ganzton-Bendings. Die sind ganz, ganz entscheidend dafür, dass das Ganze bluesig klingt und ja, vom Sound her ja, diesen bluesigen Charakter aufdrückt. Slides sind genauso wichtig, dass man die spielt. Dann diese Doppeltöne. Also dieses Beginnen der Phrase mit dem Doppelton, ne? Oder reinsliden. Das ist etwas Typisches aus dem Blues und ich hoffe, du konntest in diesem Solo-Beispiel genau das finden, was dir ja die nächste Stufe deines Wunsches in die Solo-Gitarre einzusteigen gibt. Also ich habe es bewusst nicht zu schwer gehalten und es geht wirklich darum, da richtig Bock drauf zu haben. Okay? Also jetzt gucken wir nochmal in den Chat rein. Ja, Mensch. Ja, Gary Moore ist natürlich ein ganz großer Held von mir. Ich liebe ihn über alles. Das stimmt, Manuel. Ja, 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 danke. Kannst du mir mal einen Tipp geben, wie man anhand der Tabs für ein Solo die verwendeten Pattern direkt erkennt? Das ist nicht so schwer, Micha. Ähm, Im Grunde genommen man kann den Patterns ja nicht entkommen. Ne? Wenn du jetzt einen Blues hast in D-Moll, dann ist es ganz klar, der erste Akkord ist in 90%, wenn nicht in 100% der Fälle, der Akkord, der dir deine Position vorgibt. Ne? Wenn wir hier ein D-Moll 7 haben, also ein D-Moll-Akkord, dann ist deine Pentatonik D-Moll. Und dann grundsätzlich gehst du einmal von der ersten Lage aus, beginnend auf der dicken E-Seite. Und dann hast du noch die Position hier, die auf der A-Seite beginnt. Das ist die Lage Nummer 4, die der ja ähnelt. Und hier beginnt das Ganze in Position 4, ne? Der Pentatonik. Und so findest du das. Also wichtig ist, Akkord D-Moll 7, D-Moll Pentatonik 1. Herzlichen Dank, Jens. Thank you. Und vielen, vielen Dank. Und dann Position 4, beginnend hier auf der A-Seite. Von denen geht alles aus. Von Position 4 der Pentatonik hier gehen die Gitarristen rüber in die Position 3, spielen hier die 3 kleinen Schritte. Und dasselbe geschieht hier in Position 1. Gehen Sie hier rüber in die Position 2, spielen hier die kleinen Schritte. Und auch hier rüber in Position 5, spielen hier oben die kleinen Schritte. Und unten.
Also, das ist es. Und der erste Akkord gibt dir deine Position vor. Und ansonsten natürlich kannst du anhand der Zahlen der Tabulatur auch nochmal dann mit der Zeit erkennst du das. Das ist auch so eine Routine-Sache, dass man das dann erkennt. Okay? Also ihr Lieben, das sollte es für heute gewesen sein. Ich werde euch das jetzt nochmal hier vorspielen, sodass auch alle wirklich das nochmal hier in Ruhe sehen können. Ich gehe hier nochmal in die Tabs rein, machen wir das nochmal an die Breite anpassen, gehen hier nochmal drauf und ich spiele es euch nochmal vor zur Motivation und am Ende improvisiere ich mich aus der Stunde raus. Ich habe einfach noch Bock auf diesem Slow Blues Backing Track für eure Motivation einfach noch ein bisschen zu spielen. Also los geht's, 2 Durchgänge nochmal hier mit dem Guitar Profile. Let's do it. Aber natürlich gehen wir von Tempo 60 wieder auf Tempo 88. Das sollte dann schon ein bisschen passen, würde ich sagen. Ne? Let's do it. Jetzt gehe ich nach hinten. Und jetzt noch ein bisschen Improvisation, weil das so viel Freude bereitet.
So, noch ein bisschen Spaß zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte dich begeistern für diese Spielweise, für diese Möglichkeiten, die dir der Blues bietet. Es ist eine sehr emotionale, sehr intensive, sehr, sehr schöne Art des Solospiels. Und ich hoffe ganz, ganz inbrünstig, dass du motiviert bist, dass du Lust hast, so etwas zu trainieren, so etwas zu üben. Es ist ein perfekter Einstieg meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass es genauso bei dir ankommt. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns in unserem nächsten Live-Video, und zwar am Donnerstag, wiedersehen können. Bis dahin wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Spielen, beim Üben, viel Motivation, lerne, nutze die Zeit, die du jetzt hast. Vielleicht hast du in den nächsten Jahren nicht mehr die Möglichkeit, so viel Zeit für deine Weiterentwicklung auf der Gitarre, in der Musik aufzubringen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich da. Am Donnerstag lernen wir Country Licks. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr mit euch am Donnerstag. Da werden wir wahnsinnig viel Spaß haben. Ich werde euch erzählen, was es dann mit diesen Country Licks auf sich hat, warum es sich lohnt, das zu üben und welch ein wunderbares Training es für deine Finger bietet. Bis dahin, lernt, übt, bleibt motiviert, nutzt eure Zeit, denn die Zeit ist das Allerwertvollste, was ihr habt. Alles andere, schaut euch weniger die Clickbait-Bullshit-Videos da draußen an. Es ist unsäglich, wie viel in dieser Art, mir tut es in der Seele weh, wenn ich sehe, was da draußen an Clickbait betrieben wird. Es schmerzt mich regelrecht, die Verdummung und Verarschung. Und ich will nur eins, ich will, dass du täglich übst, dass du lernst und ein klein bisschen besser wirst. Denn das ist es, was uns ausmacht. Alles andere ist reine Lebenszeit, Verschwendung. Es macht überhaupt keinen Sinn. Denke nicht, dass das leicht ist. Aus leicht kommt keine Meisterschaft, aus leicht kommt gar nichts, kommt Faulheit, kommt Bequemlichkeit, es kommt immer wieder dasselbe, es wird immer dasselbe auf dem Instrument gedudelt. Nein, es ist nicht leicht, überhaupt nicht, nein. Es bedeutet Willensstärke und es macht dich stärker, es macht dich in deiner gesamten Menschlichkeit, in allem, was dich ausmacht, kommst du auf einen ganz anderen Level, wenn du diese Disziplin aufbringst und dich überwindest. Ja, es ist Überwindung, kontinuierlich, regelmäßig, wenige Dinge sehr, sehr oft zu wiederholen. Das ist das Geheimnis, okay? Also, stay tuned, bleib motiviert, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ja, bevor du gehst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du das Glockensymbol hier läutest, hier, und meinen Kanal abonnierst. Wenn du das Glockensymbol läutest, dann hast du immer eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live gehe. Bis bald!